Die Welt im Würgegriff der Pandemie. Was führt uns aus der Krise? Massentests, Impfungen oder sollen wir einfach aufhören, darüber zu berichten? Herzlich willkommen, meine lieben Zuseher, zu einer neuen Sendung von Ich habe Recht, du nicht, der Talkshow ohne Fakten. Bitte begrüßen Sie mit mir heute unsere Gäste, Herr Professor Dr. Pfosten und Magdalena Stampfer. Damit Sie sich ein objektives Bild unserer beiden Gäste machen können, haben wir zwei kurze Beiträge vorbereitet. Wir fangen mit Herrn Professor Dr. Pfosten an. Herr Professor D.D.R. Pfosten ist renommierter Medizinexperte, medizinischer Experte, Gesundheitsexperte, Public Health Experte und außerdem auch Experte im Gesundheitsbereich. Seit 2015 ist er Spektrum der Wissenschaft Premium-Abonnent. 2019 erhielt er aufgrund seiner außergewöhnlichen Errungenschaften und Qualifikationen das international anerkannte Ehrenschwimmabzeichen, das Seepferdchen. Ein toller, erfolgreicher Mann, er kennt sich wirklich aus. Ganz toll. Und nun der Beitrag zu Magdalena Stampfer. Frau Stampfer hat keine fixe Anstellung. Um ihrem tristen Dasein ein wenig Sinn zu geben, geht sie einmal am Tag total verwahrlost den Müll raustragen. Denn dafür ist sie gerade noch qualifiziert genug. Aber nicht einmal das kriegt sie hin. Sie trifft nicht einmal in den Sack. Und hier entsorgt sie gerade das Altpapier. Wahrscheinlich sind es ihre unverkauften Bücher. Sie kennt sich überhaupt nicht aus. Lieber Herr Professor Dr. Pfosten, vielen Dank, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind. Sie sind ja ein vielbeschäftigter Mann. Wie wir gesehen haben bei diesen vielen Aktivitäten, umso mehr wissen wir das zu schätzen. Vielen Dank für die Einladung. Für Sie, Herr Professor. Sie müssen nicht meine vielen Titel extra erwähnen. Was sagen Sie als Experte? Wird uns die Impfung aus der Krise führen? Also ja, das ist eigentlich ganz klar, da muss man auch nicht lange diskutieren. Wissenschaftlich haben wir da ein sehr gutes Gefühl, dass uns die Impfung aus der Krise führen wird. Und ich weiß das ganz genau. Nur die Impfung wird uns retten. Sie sagen es, die Impfung wird uns retten. So toll, Herr Professor. Sagen Sie, wie haben Sie das geschafft, alle diese Auszeichnungen als Experte zu bekommen? Ja, also wissen Sie, das war ganz einfach. Also ein bisschen Talent gehört da vielleicht dazu. Aber im Prinzip habe ich einfach das nachgeplappert, was mir nahegelegt wurde. Und wissen Sie, ganz wichtig ist, mit dem Strom schwimmen. Gegen den Strom, das ist anstrengend und das dient Ihrer Karriere nicht. Und es ist ja eigentlich auch ganz logisch, denn ich weiß es ganz genau. Ich bewundere Sie, Herr Professor. Nun zu Ihnen, Frau Stampfer. Sie haben da im Internet ein total dummes Video hochgeladen. Der Ton war grottenschlecht. Trotzdem hatte das Video innerhalb kürzester Zeit über 100.000 Aufrufe. Jetzt sagen Sie mal, ist es nicht total unverantwortlich, in Zeiten der Pandemie ein Video online zu stellen, das sogar noch viral geht? Nein, mein Mann und ich, wir wollten einfach auf humorvolle Weise das Thema darstellen, weil dass da noch viele Fragen offen sind, ja, was die neuen Impfstoffe betrifft, das kann man ja nicht leugnen. Und Sie sind also Corona-Leugner? nein, ich sage ja nicht, dass es das Virus nicht gibt, nur bei den neuen Impfstoffen, da weiß ich einfach nicht so recht, ob... Sie sind also rechtsextrem? Was? Nein. Ich bin mir nur einfach nicht sicher, ob wir uns mit diesem Eiltempo, was die Impfstoffe betrifft, nicht ins eigene Fleisch schneiden. Apropos Fleisch, uns wurde zugespielt, dass Sie kein Fleisch essen. Ja, also ich weiß zwar nicht, was das jetzt
mit dem Thema der Sendung zu tun hat, aber seit einiger Zeit bin ich Vegetarierin. Ach so, Vegetarier. Gut. Herr Professor, was sagen Sie da dazu? Hitler war auch Vegetarier. Naja, Frau Stampfer, da zeigen Sie schon beträchtliche Zusammenhänge mit den Nazis. Also bitte, was ist denn das für ein Argument? Ich meine, Hitler hat ja auch Hemden getragen und Wasser getrunken. Das ist ja lächerlich. Also bitte, wollen Sie den Herrn Professor diffamieren? Nein, ich wollte nur... Herr Professor, wie gehen Sie damit um, so professionell mit diesen niederträchtigen, gemeinen Anschuldigungen gegen Ihre ehrwürdige Person? Wie machen Sie das? Ja, das ist nicht leicht. Man muss damit umgehen lernen. Und wenn es mir schlecht geht, dann logge ich mich auf meinem Online-Banking ein und schaue mir meinen Kontostand an. Das hilft. Ja, Sie sind wirklich ein Vorbild. Nun zurück zu Ihnen und Ihrem Bezug zur rechten Szene. Jetzt hören Sie bitte auf, mich da ins rechte Eck zu schieben. Ja, nur weil ich das mit den neuen Impfstoffen kritisch sehe, heißt das ja nicht, dass ich rechtsradikal bin. Naja, aber Sie sitzen ja auch rechts von mir. Sie sitzen sozusagen im rechten Eck, das können Sie nicht leugnen. Ja, aber für die Zuschauer wäre das links. Und außerdem gibt es ja noch viele andere Wissenschaftler, die das mit den Impfstoffen kritisch sehen. Also bitte, andere Experten außer dem Herrn Professor Dr. Pfosten, ich bitte Sie. Jetzt hören Sie aber auf mit diesen Verschwörungstheorien. Und hören Sie auf, meine Aussagen ständig zu verdrehen. Die Wissenschaft sieht das nämlich mit ihrem Rechtsextremismus ganz anders. Hören Sie, ich bin doch nie im Leben rechtsradikal. Also bitte, wollen Sie unsere Zuschauer für dumm verkaufen? Das ist schon unser Job. Haben Sie Beweise dafür? Können Sie wissenschaftlich jetzt live in dieser Sendung belegen, dass Sie nicht rechtsextrem sind? Ich habe jetzt nichts mitgebracht und ich weiß auch nicht, wie man das wissenschaftlich beweisen soll. Dass man nicht Wir haben nämlich Beweise. Können wir bitte den Einspieler von ganz Anfang noch einmal sehen, bitte? Magda Stampfer, das klingt ja schon wie eine Gauleiterin von Bund Deutscher Mädel. So, liebe Zuseher, bitte schauen Sie, da ist die Szene. Da können Sie es alle sehen. Bitte, was haben Sie dazu zu sagen? Da habe ich der Nachbarin zugewunken. Immer das haben Sie so zusammengeschnitten. Das überlassen Sie der Wissenschaft. Herr Professor, jetzt sind Sie gar nicht zu Wort gekommen, weil Frau Stampfer so ausschweifend ihre Argumente dargelegt hat. Darf ich Sie bitte noch um ein Schlusswort bitten? Na, ich weiß das ganz genau. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Ganz toll. Vielen Dank, Herr Professor. Damit ist es bewiesen. Herr Professor ist ganz toll, Frau Stampfer ist blöd. Das ist auch schon wieder das Ende unserer heutigen Sendung. Und ich bitte Sie, fangen Sie nicht an zu recherchieren. Davon bekommt man nur Kopfweh. Aber gegen Kopfweh entwickeln wir auch schon eine Impfung. Ach so. Genau. Danke, ganz toll, Herr Professor. Bleiben Sie gesund. Also, ja, Hitler war auch Vegetarier. Und er klopft an der Tür. Hitler ist da. Hitler ist gekommen. Hallo, ich bin's auch so. Hitler, wir brauchen noch ein bisschen. Verschwind noch mal. Ja, aber eine Frage, was ist die Mitvergangenheitsform von wachsen? Wuchs. Okay. Tschüssi, Hitler geht wieder. Hitler hat gerade gar nicht. Ja, das ist so in diesem professionellen Studio. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt wissenschaftlich beweisen soll, dass ich nichts. Dachte ich es mir. Ich weiß auch nicht. Nein, Entschuldigung.